Die WM-Prognose geht weiter. Wir starten mit dem 16. Finale. Das erste Spiel Deutschland gegen die Türkei. In echt wäre hier aber einiges los auf den Straßen, Public Viewing und so weiter und so fort. Wir starten mit dem ersten Tor nach 18 Minuten. Kai Havertz für Deutschland. Und völlig losgelöst im Hintergrund. Schön freigespielt. Starker Abschluss mit links. Da gab es nicht zu halten für den türkischen Keeper. Weiter machen wir kurz vor der Pause. 10 Minuten. Vor dem Seitenwechsel, Minute 36. Schöner Doppelpass zwischen Havertz und Musiala. Und der Bayern-Star, der immer besser reinkam. Mit dem verdienten 2:0. Die Deutschen hoch überlegen von der Türkei kamen. Absolut nichts, keine Gegenwehr. Viele Löcher in der Verteidigung. So kann man natürlich nicht bestehen. Also es war ein leichtes Aufgalopp hier für die deutsche Mannschaft. Nach rund einer Stunde dann die Entscheidung. Wieder ist Havertz dran beteiligt. Der wartet, trickst hier und da. Und dann sieht er wieder Jamal Musiala. Und der knallt den Ball zur Entscheidung oben rein. Das 3:0. Die Entscheidung dann in diesem Spiel ohne jegliche Probleme. Die deutsche Mannschaft zieht ein ins Achtelfinale nach einem überzeugenden 3:0 gegen die Türkei. Der Gegner für die deutsche Nationalmannschaft wird bestimmt in dem Spiel Senegal gegen den Iran. Die Afrikaner früh in der Begegnung mit ihrer ersten großen Gelegenheit. Nicolas Jackson. Der ehemalige Bayern-Star, so muss man das ja sagen, mit der großen Chance. Und auch die Iraner mit einer nicht ganz ungefährlichen Situation. Hier nach 16 Minuten der Abschuss. Also es war ein eher ausgeglichenes Spiel. Sprung in die zweite Halbzeit. Wieder Nicolas Jackson mit der großen Gelegenheit, hier die Afrikaner ins Achtelfinale zu schießen. Und so musste das Elfmeterschießen herhalten. Verlängerung überspringen wir mal. Wir gucken uns die ersten Schützen an vom Senegal und dem Iran. Dann überspringen wir ein bisschen Diarra für den Senegal beim Stand von 3:2. Musste jetzt Jahan Barsh für den Iran treffen. Ansonsten ist die Reise für den Iran vorbei. Und der Senegal zieht ein ins Achtelfinale. Und der Schuss, genauso wie die beiden anderen Verschossenen, oben rechts vorbei. Der Senegal feiert und zieht ein ins Achtelfinale und trifft als nächstes auf die deutsche Nationalmannschaft. Weiter geht es mit einem der 3 Gastgeber. Mexiko trifft auf Bosnien und Herzegowina. Und die Bosnier ziemlich stark drinne in der Begegnung nach einer halben Stunde mit der großen Chance durch Lukic. Hier den Favoriten auf dem Papier und den Gastgeber rauszuschmeißen. Dann der Sprung in die zweite Halbzeit. Völlig verunsicherte Mexikaner. Total schwach. Auch nach vorne hin ging überhaupt nichts. Dann haben wir die 73. Minute. Lukic auf Demirovic. Und es war passiert. Die Bosnier mit dem goldenen 1:0, dass dieses Spiel hier entscheiden sollte. Zu viel Platz bei Demirovic ist niemand. Und die Bosnier schaffen die kleine Überraschung und ziehen ins Achtelfinale ein. Die Niederländer und Schottland treffen als nächstes aufeinander. Und die Niederländer natürlich im gewohnten Oranje mit dem ersten Tor durch Cody Gakpo, der auch in der Gruppenphase hier in der Prognose ziemlich gut drauf war, das ein oder andere Tor geschossen hat. Humorlos in den Winkel. Bis dahin eigentlich sehr ausgeglichen. Trotzdem die Holländer ein bisschen stärker. Mehr Aktion nach vorne. Die Schotten nur am Reagieren und sehr defensiv. Und dann in der 70. Minute die Entscheidung in dieser Begegnung durch Donyell Malen. Sehr schönes Tor. Wartet, bis der Ball nach vorne kommt. Schließt dann direkt mit links ab. Und schießt die Niederländer eine Runde weiter ins Achtelfinale. Auch da lebt der Traum vom allerersten WM-Titel. Die Portugiesen rund um Cristiano Ronaldo gegen einen weiteren afrikanischen Vertreter gegen Ghana. Minute 36 steigen wir doch gleich rein mit eben jenem Cristiano Ronaldo nach Vorlage von João Neves. Völlig frei, da ist niemand in der Mitte. Sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben, dass Ronaldo nicht ganz so schlecht ist und vor allem vor dem Tor immer noch eiskalt ist. Und auch das sollte er in Minute 66 beweisen. Der Doppelpack von CR7 Cristiano Ronaldo mit seinem Portugal auf dem Weg ins Achtelfinale. Auch sehr, ganz locker, ganz easy. Ähnlich wie bei der deutschen Nationalmannschaft, ohne jegliche Gegenwehr. Und dann war es wieder Cristiano Ronaldo, der diesmal als Vorlagengeber agierte. Bruno Fernandes dann mit dem Schlusspunkt das 3:0 unter dem Strich verdient. Ein sehr souveränes Spiel von Portugal. Und auch hier lebt die Hoffnung auf das WM-Finale.
Apropos WM-Finale, wir kommen zum womöglich vorgezogenen Finale Spanien-Argentinien. 2 Weltklasse-Mannschaften. Argentinien ja aktueller Weltmeister, Spanien aktueller Europameister. Und bei Argentinien ging es in der Minute 13 sehr gut los, optimaler Start. Rodrigo de Paul. Der Ball in die Tiefe, Cucurella kommt da nicht ran und dann der Abschuss in den Winkel. Also das Duell Ronaldo gegen Messi war nicht mehr fern, aber auch die Spanier natürlich sollten sich wehren, zeigten eine Reaktion durch Ruiz. Fabian Ruiz nach 38 Minuten. Nicht nur die spanischen Fans mit den Händen vorm Gesicht, das war nämlich sehr knapp. Hier der Ball aufs Lattenkreuz. Eine richtig gute Gelegenheit. Und dann kurz vor der Pause, wir sind schon in der Nachspielzeit, Laporte hat eine Idee. Und dann landet der Ball bei Mikel Oyarzabal. Und er macht mit dem Halbzeitpfiff noch das 1:1. Völlig frei, richtig freigelassen. Absolut keine Chance für Emiliano Martinez. Und dann, kurz vor dem Schlusspfiff, als sich alle schon auf die Verlängerung einstellte, dann das 85. Minute wieder Mikel Oyarzabal freigespielt von Rodri. Und dann war, ja, eine kleine Überraschung, möchte ich jetzt nicht sagen perfekt, aber Argentinien ist raus. Wir werden also zumindest in der Prognose einen neuen Weltmeister erleben. Spanien zieht weiter ins Achtelfinale. Wir kommen zum zweiten Gastgeber, Kanada, im Duell gegen Paraguay. Ausgeglichenes Spiel. Viel vor den Toren war nicht los, viel war zwischen den Strafräumen, was stattgefunden hat. Aber dann gab es diesen einen Angriff hier nach 79 Minuten und da haben wir Oluwaseyi für Kanada. Team Kanada, das 1:0. Freigespielt, schöne Annahme, guter erster Kontakt und dann der Abschluss aus der anderen Kameraperspektive nochmal besser zu sehen. Und das sollte reichen. Also, der erste von 3 Gastgebern zieht weiter. Kanada im Achtelfinale. Die Reise für Paraguay, die endet hier. Spiel Nummer 8, Belgien gegen Südafrika. Auch überraschend weitergekommen ins 16. Finale. Aber gut, bei dieser WM, da kommen auch solche Nationen natürlich weiter wie Südafrika, die sich das dann natürlich auch zumindest in der Prognose hier verdient haben. Das 1:0 für die Belgier. Onana, ehemaliger Hamburger, schweißt den Ball ein nach 45 Minuten. Verdient. Aber auch Südafrika machte dann ein bisschen mehr in der zweiten Halbzeit. Und am Ende ist es dann Mokoena für Südafrika mit dem überraschenden Ausgleich. Hat sich bis dahin gar nicht angedeutet. Die Belgier eigentlich defensiv gut gestanden. Hier die Frage, ob den Courtois nicht doch halten könnte, ist ja groß gewachsen. Was soll's am Ende, der Ausgleich. Und dann, 90. Minute, der Auftritt von Romelu Lukaku. Das ist ja Wahnsinn. Der setzt sich da gegen 3, 4, 5 Südafrikaner durch mit seinem bulligen Körper und macht mit der letzten Aktion in dieser Begegnung dann das entscheidende 2:1. Hier sehen wir das nochmal. Wuchtig, bullig, lässt sich von niemandem aufhalten und schießt Belgien mit einem nicht ganz unverdienten Sieg 2:1 weiter ins Achtelfinale. Rekordweltmeister Brasilien gibt sich die Ehre und trifft auf Schweden. Die ganz in Blau mit einer richtig starken Anfangsphase. Wir sind in der 10. Minute. Die kommen über links. Die Brasilianer sehen sich natürlich auch mal wieder nach einem WM-Finale oder generell nach einem WM-Titel. Minute 11, aber wie gesagt, Nygren mit dem 1:0 für Schweden. Das ging wohl ein bisschen zu einfach. 2, 3 Brasilianer können die da nicht aufhalten. Becker kommt auch nicht ganz konsequent raus. Und dann gingen die Schweden erstmal in Führung. Aber die Brasilianer kamen dann immer besser rein, zogen ihr Spiel immer weiter auf und kamen dann zum verdienten Ausgleich. Lucas Paqueta und Vinicius Junior schweißt ihn da ein in den Winkel. Und bis dahin, wie gesagt, der Ausgleich verdient. Brasilien kam immer besser rein, übernahm jetzt auch das Heft des Handelns, nahm es dann auch in die Hand, nahm das Spiel an und belohnten sich dann nach rund 70 Minuten. Der Angriff über rechts. Rafinha, Igor Thiago und dann ist es wieder Vinicius Junior, der da eingelaufen kommt. Das geht aber nicht, das muss man doch als Hintermannschaft auf dem Zettel haben. Dass Vinicius Junior erstens schnell ist und zweitens auch nicht so einen schlechten Abschluss hat. Und das sollte dann am Ende reichen für Brasilien. Weiter geht's dann im Achtelfinale, der Sieg gegen Schweden 2:1. Als nächstes haben wir dann Ecuador gegen den Irak. Auch die überraschenderweise sich durchgesetzt in Gruppe I, unter anderem gegen Frankreich und gegen Norwegen, zusammen mit dem Senegal. Und wir machen den Anfang in Minute 5 durch Al-Hamadi. Den kennt man aus der Prognose. Der hat gegen Frankreich das entscheidende 1:0 geschossen. Und auch hier die Iraker überraschenderweise mit 1:0 in Führung, die ein richtig starkes Spiel hier ablieferten. Glaubt man gar nicht, aber in einer Prognose ist halt nun mal alles möglich. Und er ist wieder da, Al-Hamadi, das gibt's ja nicht. Das ist 2:0 mit dem Halbzeitpfiff freigespielt. Ecuador, die eigentlich für ihre Defensivstärke bekannt sind, physisch stark, kamen gar nicht in die Zweikämpfe rein.
und hatten in diesem Spiel dann auch nichts mehr entgegenzusetzen. Minute 86 dann nochmal Al-Hamadi, die Chance auf den Hattrick. Aber es war passiert. Die erste größere Überraschung, würde ich sagen. Der Irak zieht weiter ins Achtelfinale, gewinnt verdient mit 2:0 gegen Ecuador. Eine weitere sehr spannende Begegnung. Die Tschechen gegen Uruguay. Auf dem Papier würde ich sagen, ausgeglichenes Spiel. Und so sollte sich das Ganze auch gestalten. Schick, diesmal nicht als Torschütze, sondern als Vorlagengeber auf Zufall. Der Mann von der TSG aus Hoffenheim, gut bedient. Hätte Schick eigentlich auch alleine machen können. Aber er sieht den besser positionierten Mitspieler und schloss dann ab. Das 1:0 für die Tschechen. Aber Uruguay hat natürlich auch einiges entgegenzusetzen. Haben in der Gruppenphasenprognose unter anderem mit 7:1 gegen die Kap Verde gewonnen. Und schlugen hier auch zurück durch Darwin Núñez. Schön freigespielt. Guter erster Kontakt und dann treffsicher wie eh und je. Auch der Ball war nicht zu halten. Dann mit dem Halbzeitpfiff haben wir Viñas für Uruguay. Nicht wundern hier in der Prognose. Ein bisschen kopflos, möchte ich mal sagen, aber der Abschluss daher umso besser. Bisschen Glück gehabt da mit dem Innenpfosten. Und Uruguay in Halbzeit 2 auch ziemlich stark. Da ist Federico Valverde, der Mann von Real Madrid, mit dem 2-Tore-Vorsprung. Auch hier ganz easy ausgespielt. Die Tschechen ein bisschen zu offen. Und das verdiente 3:1. Sie kam dann nochmal 10 Minuten vor Schluss. Wieder eine gute Kombination, dann ist es Plovit, auch mit einem schönen Tor, das 3:2, das aber unter dem Strich ein wenig zu spät kam. Die Tschechen scheiden aus, Uruguay zieht weiter, ein nicht ganz unverdienter 3:2 Sieg hier im 16. Eine weitere Nation, die lange schon auf einen WM-Titel wartet, die Engländer, zuletzt 1966, sollte es jetzt 60 Jahre später vielleicht doch endlich mal klappen. Harry Kane brachte sie auf jeden Fall auf die Siegerstraße. Schönes Tor nach 31 Minuten, treffsicher und natürlich der große Favorit in diesem Spiel. Aber auch die Usbeken mit einigen Angriffen und dann dem überraschenden Ausgleich. Jetzt aufgepasst. Die Tricks, die Skills und dann ist es am Ende dieser Kombination Moskovoi. Und der Schock für die Engländer nach 61 Minuten der Ausgleich. Aber auch hier viel zu tief, viel zu viel Platz für die Usbeken und die nutzen das dann natürlich. Und sie zwangen die Engländer tatsächlich in die Verlängerung, weil bis zur 90. Minute passierte nichts mehr. Steigen wir rein in Minute 105. Harry Kane musste sich dem Ganzen jetzt annehmen. Auch Bellingham und der Vorlage und dann Harry Kane. Und da löste sich einiges. Die Engländer, sollte das schon im 16. enden, das konnten sie nicht zulassen. Schöne Kombination, Vorlage von Declan Rice und Kane, wie gesagt, treffsicher wie eh und je. Und dann machten sie es am Ende deutlich. 119. Minute, der letzte Angriff dieses Spiels. Harry Kane lässt durch für Declan Rice. Also die Engländer mit großen Problemen, besonders nach 90 Minuten in der Verlängerung war es dann eine ganz klare und einseitige Sache. Die Three Lions auf dem Weg, ja, zum WM-Finale, WM-Titel, wie gesagt, der letzte 1966. Sollte es dieses Jahr mit einem deutschen Trainer vielleicht funktionieren? Wir werden es sehen am Ende. Wie gesagt, verdientes 3:1. England gegen Usbekistan. Nächstes Spiel, Österreich, auch qualifiziert für das 16. Finale gegen Saudi-Arabien. Das ist ein bisschen überraschend, aber so überraschend sollte dann auch das Spiel laufen. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Kano zum ersten, Kano zum zweiten für die Saudis. Und auch hier das überraschende 1:0, weil Österreich auf dem Papier eigentlich stärker, eigentlich der Favorit. Aber ihr seht, was hier alles möglich ist. Auch in einer WM-Prognose gibt es die ein oder andere Überraschung. Und das 1:0, wie gesagt, für die Saudis nicht ganz unverdient. Aber die Männer in Rot, die Österreicher dann mit dem Ausgleich nach rund 68 Minuten. Schmidt ist es, Romano Schmidt. Schön freigespielt, schöner erster Kontakt mitgenommen. Und dann wuchtig ins Tor, das 1:1. Aber die Saudis, die machten echt ein gutes Spiel, man kann es nicht anders sagen. Und kamen dann über Al-Dawazari zur erneuten Führung. Die Österreicher trauten ihren Augen gar nicht und auch die Zuschauer, weil, wie gesagt, der Favorit eigentlich die Österreicher, aber die Saudis spielten gut mit, spielten befreit, hatten nichts zu verlieren. Die anderen waren ja der Favorit und so sollte es dann kommen, wie es keiner gedacht hätte. Die Saudis gewinnen mit 2:1 und ziehen weiter ins Achtelfinale. Gastgeber Nummer 3, die USA gegen Neuseeland, auch auf dem Papier eigentlich der Favorit, aber wir starten mit einer sehr kuriosen Kameraperspektive, denn es gab eine Ecke für die Kiwis, für die All Whites und die überraschende 1:0-Führung durch Boxall. Schraubt sich da am höchsten, bekommt eigentlich gar keine Gegenwehr, setzt sich dadurch im Zweikampf gegen Vierman.
Und auch im Tor sah der Keeper jetzt nicht ganz so glücklich aus. Die Führung, aber die Amerikaner wussten sich zu wehren in Persona von Christian Pulisic. Einer der tragenden Säulen dieser amerikanischen Mannschaft, für die es ja auch theoretisch weit gehen kann in diesem Turnier. Gucken wir mal in echt, bis wohin dann die Reise geht. Hier ging es auf jeden Fall weiter ins Achtelfinale, denn Balogun besorgte nach 73 Minuten die Führung. Auch ein verheißungsvoller Nachwuchsstürmer für die Amerikaner, an dem werden sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr viel Spaß haben. Brachte also seine Amis mit 2:1 weiter ins Achtelfinale. Der Sieg gegen Neuseeland. Vorletztes 16. Finale, Katar auch überraschend hier in der Prognose weitergekommen gegen Algerien. Wir springen in die zweite Halbzeit, weit in die zweite Halbzeit, Minute 78, Gaba mit der Führung für den Wüstenstaat, für den letztmaligen Gastgeber von 2022. Bahnte sich also eine weitere Überraschung an. Algerien wusste aber da noch was entgegenzusetzen. Ein bisschen Bundesliga-Farbe kommt hier mit rein. Masa! Der Mann von Bayer Leverkusen. Kurz bevor der Keeper ihn weggrätschen konnte, dann mit dem Ausgleich hat er richtig gut gemacht. Und weiter ging es. Apropos Bundesliga-Farbe. Minute 86. Amoura, der Mann vom VfL Wolfsburg. Mohamed Amoura. Das 2:1 für die Algerier. Ja, die drehten das Spiel hier innerhalb von 5 bis 6 Minuten. Zogen dann die Züge nochmal an. Und kamen dann nicht unverdient weiter. Hier setzt sich Amoura durch. Klein, wendig, treffsicher, abschlussstark. Und die Überraschung blieb aus. Katar fährt nach Hause. Algerien zieht weiter ins Achtelfinale. Ein 16. Finale haben wir dann noch. Kolumbien gegen Kroatien. Auch ein sehr ausgeglichenes Spiel. Aber die Südamerikaner nahmen sich der Rolle des Favoriten, Fragezeichen, ein wenig mehr an. John Arias. Nach 43 Minuten das nicht unverdiente 1:0. Die Kroaten auch hier sehr passiv, sehr verhalten. Sind ja hier in der Prognose richtig gut reingestartet mit einem 4:2 gegen England. Aber gegen Kolumbien, ja, hatten sie leider keinen guten Tag erwischt aus ihrer Sicht. Zweite Halbzeit, Minute 58. Wieder ist es Arias alleine gegen alle. Und der schweißt ihn da oben rein. In den Winkel natürlich das ganze Stadion gefühlt gelb. Ein paar kroatische Fans da hinten, aber die Kolumbianer, die waren schon am meisten hier vertreten und zogen dann auf verdientermaßen mit dem 2:0 Doppelpack von Arias weiter ins Achtelfinale. Kroatien überraschend ausgeschieden. Die resultierten Achtelfinalbegegnungen seht ihr jetzt hier. Deutschland trifft auf den Senegal, der Sieger trifft dann entweder auf Bosnien oder auf die Niederlande. Also es könnte da zu einem richtig alten Klassiker kommen im Viertelfinale. Da haben wir Portugal gegen Spanien. Argentinien wäre natürlich auch cool gewesen, dann hätten wir Ronaldo gegen Messi gesehen. Und das vierte Achtelfinale auf dieser Seite des Turnierbaums ist Kanada gegen Belgien. Auf der anderen Seite haben wir dann Brasilien gegen den Irak und Uruguay gegen England. Auch da könnte es also zu einem richtig geilen Viertelfinale kommen. Dann haben wir noch Saudi-Arabien gegen die USA. Und die letzte Begegnung wird dann sein Algerien gegen Kolumbien. Auch zwei Mannschaften, mit denen man vielleicht nicht so mit gerechnet hätte. Aber bei der WM ist halt alles möglich. Hier nochmal der große Turnierbaum dann in der Übersicht. Es werden immer weniger Mannschaften. Der Turnierbaum wird immer kleiner. Die Mannschaften treffen sich immer weiter in der Mitte. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Weiter geht's mit dem Achtelfinale. Dann in den nächsten Tagen. Lasst einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo für diese Prognose. Das macht mir wirklich weiterhin immer noch sehr viel Spaß. Macht's gut, ciao, ciao und vielen Dank fürs Zuschauen.